Hi, ich bin's, Frank, der Niederrhein-Camper. Ich bin heute mal alleine unterwegs. Claudia hat was anderes vor. Da habe ich mir gedacht, fahre ich dieses Wochenende mal alleine weg. Es geht in die Eifel. Wo genau, sage ich mal, wenn wir da sind. Ich stehe hier auf der Rolle auf der A57 an Krefeld vorbei. Ganz schön groß so ein Tagebau. Ganz schön tiefe und große Löcher. Straßenverlauf für 39 Kilometer. Ob man die wieder zukriegt. Und auf den letzten Kilometern. Man kriegt es gar nicht so mit. Es geht hier gerade mächtig bergauf. Wir sind von der Autobahn runter. Dann ging es schön auf der Landstraße, durch ein paar Dörfer, durch kleinere Ortschaften, teilweise noch auf einer Schnellstraße. Aber jetzt befinden wir uns hier schon im Nationalpark Eifel. Nach 400 Metern nehmen Sie die erste Ausfahrt im Kreisverkehr. So, wir sind fast da. Wow, ist ja heute hier windig hier oben. Knopf. Zack. Wir machen uns jetzt auf die letzten Meter. Dann stehen wir gleich auf unserem Stellplatz. Sieht sehr leer aus, ist es in der Regel auch. Aber der Stellplatz ist ein schöner Ausgangspunkt für eine Wanderung, die ich morgen vorhabe. Hier ist auch schon ein Parkplatz, den nehmen wir aber nochmal links ab. Jetzt geht es hier erstmal. Ihr Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Wo stellen wir uns am besten hin? Wo ist ruhig? Stelle ich mich in der ersten Reihe. Ich glaube, ich stelle mich dahin, wo ich schon mal gestanden habe. Also hier jetzt am besten mal rückwärts rein.
weil die hier alle rückwärts stehen. Bewahrt man ein wenig Privatsphäre und schon sind wir da. Ja, jetzt kommt natürlich die große Frage. Wo sind wir hier genau? Wir sind hier auf Vogelsang, der ehemaligen NS Ordensburg Vogelsang. Ein dunkles Kapitel. Was haben die hier gemacht? Die haben hier die NS-Bonzen ausgebildet, auf Spur gebracht. Was auch immer. Denkt euch irgendwas aus. Wie ist es hier weitergegangen? Ja, nach dem Krieg haben es erstmal die Briten übernommen. Die haben dann hier ein bisschen aufgeräumt. Unter anderem haben sie ein Dorf beschlagnahmt, wenn man es so sagen will. Da gehen wir aber morgen noch hin. Dann haben es irgendwann die Belgier übernommen und haben hier einen großen Truppenübungsplatz gebaut. Ja, und seit 2005 gehört es wieder der Bundesrepublik Deutschland. Und seitdem ist das hier ein Museum. So, ich werde mich jetzt aber erstmal häuslich einrichten. Erstmal für Strom sorgen. Dann die Kaffeemaschine. Erstmal ein Ankommen-Kaffee mit Keksen vom schwedischen Möbelhaus. Krümmeln wie Sau, kann man aber essen. Heiß. Das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft ist gelaufen. Es war äußerst unterhaltsam. Ein Dank geht auch an die Stellplatzbetreiber hier. Die haben noch Reibekuchen gebacken. Und Bier war auch genug da. So, ich bin jetzt müde. Ich gehe jetzt ins Bett. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Guten Morgen. Mann, war das eine Nacht. Ruhig war was anderes. Nicht wegen irgendwelcher Leute, das Wetter. Es war stürmisch, es hat geregnet und zwar heftigst, inklusive Gewitter. Ja, jetzt ist zumindest mal die Sonne raus. Zumindest so ab und zu mal. Es ziehen immer wieder Wolken durch. Gleich erstmal gucken, wie das Wetter weitergeht. Mal Regenradar checken. Aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein Frühstück. Könnte mal jemand Kaffee kochen? Ich merke schon, muss ich wieder selber machen, ne? Na gut. Ja, ich bin so ein bisschen... Zwickmühle. Wetterradar sagt zwar kein Regen für heute mehr. Die Wolken da draußen sagen mir irgendwie immer noch zwischendurch was anderes. Aber ich denke mal, ich werde noch mein Käffchen austrinken, bisschen aufräumen und dann gehen wir mal vor die Tür, oder? Na dann, gehen wir mal vor die Tür.
Mann, vorsichtig runter. Es geht hier verdammt steil bergab. Aua, aua, ha. Naja, wir müssen ja auch erst auf den Eifel-Rundwanderweg kommen. Da ist immer noch windig. Ich war gerade noch oben auf der Ordensburg. Da trudeln jetzt so langsam aber sicher die ganzen Busse ein und es wird da gerade richtig voll. Ich laufe jetzt mal rüber ins Dorf nach Wollseifen und ja, gucken wir mal, wie beschwerlich der Weg wird oder auch nicht. Die bin ich Gott sei Dank nur runtergelaufen. Aber man merkt es in den Waden. Soll ich hier was sagen? Ich habe hier schon zu kämpfen, dass ich hier einigermaßen den Berg runterkomme. Kommt mir hier einer mit dem Fahrrad hoch entgegen. Aber der hat Motivation. Der hatte einen Brüllwürfel dabei unter die Thunderstruck von AC/DC. Ja, die Kamera kann das jetzt gar nicht so wiedergeben, aber macht euch keine Vorstellung, wie steil das hier runter geht. Ich halte die Kamera mal gerade. Das wäre gerade ausgerichtet und da geht es dann runter. Ich bin schon ein bisschen fertig. Aber ich bin ja auch alt. Das Ziel rückt näher. Da ganz hinten steht der Otto. Angekommen. Wollseifen. Einst ein lebendiges Dorf, liegt heute verlassen und still in der Nordeifel. Gegründet im Mittelalter, hat es eine bewegte Geschichte hinter sich. Im Jahr 1946 wurde das Dorf von den Bewohnern aufgegeben, als die britische Armee das Gebiet als Truppenübungsplatz nutzte. Wollseifen wurde im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Über die Jahrhunderte hinweg lebten die Menschen hier von der Landwirtschaft und der Viehzucht. Doch das beschauliche Leben änderte sich schlagartig nach dem Zweiten Weltkrieg. Die britische Armee übernahm das Gebiet und nutzte es für militärische Übungen. Heute ist Wollseifen ein faszinierender Ort für Wanderer und Geschichtsinteressierte. Die Ruinen der alten Gebäude, wie die Kirche und die Schule, erzählen Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Die Natur hat sich das Gebiet zurückerobert und ein Spaziergang durch das verlassene Dorf wirkt fast wie eine Reise in eine andere Welt.
Neben seiner historischen Bedeutung ist Wollseifen auch ein wichtiger Teil des Nationalparks Eifel. Das Gebiet um das Dorf herum bietet eine reiche Flora und Fauna. Der Erhalt dieser natürlichen Schönheit steht im Mittelpunkt der Bemühungen des Nationalparks. Also wer meint, hier im Nationalpark darf man ja nichts, und vor allen Dingen für Fahrradfahrer und die mit dem Zelt unterwegs sind oder Wanderer, die mit dem Zelt unterwegs sind. Ich sitze hier gerade an so einer Plattform, auf der man dann ein Zelt aufbauen darf und auch hier übernachten darf, hier in freier Natur. Hier ist rundum nicht viel. Die einzigen, die hier hin dürfen, sind die von der Forstverwaltung und von der Nationalparkverwaltung. Muss man, glaube ich, auch vorreservieren. Ich habe das Schild da ja gerade mal abgefilmt, müsst ihr mal auf Stopp drücken. Ja, und dann darf man hier mitten im Nationalpark in der Natur zelten. Ist doch mal geil, oder? Vielleicht hätte man nicht so eine Spielzeugkette verwenden sollen. Aber ich gehe da jetzt nicht rein. Guten Morgen. Was ist los? Keine Lust mehr? Nur weil Sonntag ist? Ah ja, Sonntag. Das Sonnen in Sonntag lassen wir heute mal so ein bisschen bleiben. Hin und wieder mal kommt die Sonne raus. Also machen wir hier heute auch nicht mehr allzu lange. Aber ich wollte euch noch was zu diesem Stellplatz hier erzählen. Der Stellplatz hier ist auf Park4Night angegeben mit 50 Stellplätze. Da kommt auch ungefähr hin. Es gibt ein paar schöne Stellplätze hier in der ersten Reihe. Ansonsten kann man sich hier hinstellen, wo man will. Es gibt für jeden etwas. Ob man jetzt direkt in der ersten Reihe steht und dann wie Ölsardinen sich da hinstellt oder abseits irgendwo am Wald, muss jeder selber wissen. Dafür ist da halt die Aussicht nicht so schön. Hier gibt's eine kleine Hütte, so als Aufenthaltsraum. Direkt daneben steht ein Linienbus, der auch gleichzeitig hier die Rezeption ist. Öffnungszeiten variieren auch schon mal, die stehen aber dann an der Tür. Aber normalerweise stimmen die Zeiten, die in Park4Night drin stehen. In Park4Night steht auch irgendwas von Brötchenservice und am Wochenende mit Burgergrillen und sowas. Das wurde alles mittlerweile eingestellt. Ja, wie sieht's jetzt für die Leute aus, die mit Toiletten und Duschen liebäugeln? Nicht direkt am Platz, ist aber fußläufig zu erreichen. Fußläufig bedeutet allerdings, die Toiletten sind die am Besucherzentrum Vogelsang, sind etwa 1,1 Kilometer. Die Duschen sind im Hallenbad vom Vogelsang. Das sind etwa 1,6 Kilometer. Wobei die letzten 600 Meter so mit 12% Steigung dann auf dem Rückweg wieder zu bewältigen sind. Also wenn man wieder hier ist, kann man eigentlich schon wieder duschen gehen. Vor allen Dingen im Sommer. Fähr- und Entsorgung ist oben vorhanden. Direkt an der Einfahrt zum Platz. Da gibt's für Grauwasser, da gibt's für Chemietoilette und es gibt Frischwasser. Wer unbedingt Strom braucht, der darf gerne, glaube ich, beim Platzbetreiber nachfragen, dass man sich mal da an seinen Bus mit dranhängt. Aber ansonsten gibt's hier außer den Stellplatz eigentlich nichts. Die Zufahrt zu diesem Stellplatz ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, recht steiler Schotterweg,
Aber macht euch keine Sorgen. Ich habe hier schon einen Morello Pallas runter und wieder rauffahren sehen. Sollte also mit einem ganz normalen Wohnmobil kein Problem sein. Ach ja, hatte ich schon gesagt, was der Spaß hier kostet? Ich habe jetzt für die 2 Tage 22 € bezahlt. Der Normalpreis sind 12 € pro Übernachtung inklusive 2 Personen mit Kurtaxe. Ich war halt jetzt alleine. Tja, dann würde ich mal sagen, ich pack jetzt so langsam zusammen, mache noch ein bisschen klar Schiff und dann geht's wieder nach Hause. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da oder ein Abo und vergesst die Glocke nicht. War von euch schon mal einer hier? Dann schreibt's mir doch mal in die Kommentare, wie es euch hier so gefallen hat. Würde mich echt freuen. Ansonsten sehen wir uns auf unserer nächsten Reise wieder. Bleibt gesund. Tschüss.